direkt ans Ziel. Spaß. Ich habe mir selber Check gegeben, weil ich dachte, du lässt mich einfach komplett hängen, wie sonst auch immer. Wir haben vor ungefähr 6 bis 8 Wochen haben wir so eine Box zugeschickt bekommen, wo ein Plastikröhrchen drin war. Und dann haben wir dieses Röhrchen ausgepackt und haben da ganz langsam reingespuckt, ungefähr so. Wir haben uns einfach ausgedacht, ey komm, wir machen das mal für die ganze Truppe. Also das sind ja insgesamt hier 10 Leute im Raum gerade. Und die Ergebnisse sind jetzt da. Wo Fiete herkommt, wird euch zerstören. Mein Vater kommt aus Palästina, meine Mutter aus Syrien. Also meine Eltern kommen aus Tunesien, beide. Aber ich bin in Wien aufgewachsen, geboren. Und jetzt das ist okay. Meine Mama kommt aus Nordrhein-Westfalen, aus Bad Oeynhausen, ist sehr schön da gibt es ein Herzzentrum. Und mein Papa kommt aus West-Berlin, aus Spandau, um genau zu sein. Meine beiden Eltern kommen aus dem Iran, beide aus Kermanschah. Meine Eltern, also meine Mutter kommt aus Mecklenburg-Vorpommern, Demmin. Und mein Vater kommt... Demmin represent. Okay. Mein Vater ist in Leipzig geboren, aber dann auch schon in jungen Jahren nach Berlin emigriert. Spaß. Also meine Mama kommt aus Braunfels und mein Papa kommt aus Frankfurt. Die Augenringe verraten meine Herkunft, glaube ich. Das ist so ganz tiefer Süden. Marokkaner. Manche denken, ich bin Pakistaner oder Inder. Ja, aus Deutschland. Wurden Sachen über Tschechen gesagt, aber auch über Polen. Mitteleuropäische, dass ich aus der mitteleuropäischen Region komme, aber eben auch dann sehr viel Osteuropäisches. also dadurch, dass ich Nafri bin, also aus Nordafrika, ja sicher ein Teil halt aus dem Bereich und den Rest vielleicht irgendwas Europäisches. Also sowas wie Polen, Russland, Weißrussland, solche Geschichten. Also meine Mama hat mir erzählt, dass ihr Papa, also mein Opa, damals aus Königsberg geflohen ist. Irgendwas, weiß ich nicht, Russisches oder so, irgendwie so die Ecke. Nie was gehört, dass ich irgendwo anders herkomme. Mutter sieht sehr, also als sie noch sehr jung war, mit 20 bis 25, man dachte sehr oft, dass sie indisch ist. Weil sie auch sehr langes Haar hatte und etwas dunklere Haut. Mein Vater, ich glaube, der hat das Gebiet nie verlassen. Bis auf jetzt. Ah ja, stimmt. Seite von meiner Mutter, die sind sehr, sehr hell, weiß, blond bis hellbraune Haare, grüne Augen. Aber bin trotzdem heller als meine Mama. Ja. Also meine Mama ist ganz dunkel, so von Augen, Haaren und ja. Aber sonst gibt es da auch nichts Specialiges. Naja, also bei der Familie von meinem Vater sind schon sehr viele sehr hell und haben auch blaue Augen. Peter, gibt es bei dir welche Auffälligkeiten? Mir fallen wirklich keine Auffälligkeiten ein. Wahrscheinlich irgendwas Russisches, Ostpolnisches. Mal schauen. Ostpolnisches. Ja, sowas. Schon ziemlich weit Osten, fast Japan. Ganz ehrlich, bei mir raten voll viele richtig. Ich krieg voll oft Iranerin, Kurdin. Also ich habe schon Bosnisch gehört, Tschetschenisch, Türkisch auch manchmal. Ja, ich glaube hauptsächlich schon Deutsch. Das Einzige, was immer mal gesagt wird, ist Polen oder Russland. Es kamen schon so Sachen wie irgendwie so ein bisschen Spanien oder so. Que putada, ¿dónde están? Aber ich glaube, das waren Girls, die meine Nummer haben wollten. Nee, also häufig schon Deutsch. Ja, also überwiegend natürlich Deutsch. Hier und da gerne mal Russisch. Oftmals indisch, pakistanisch glaube ich öfters oder marokkanisch. Ich kann mich selbst nicht einschätzen, ob ich so aussehe wie ein, keine Ahnung. Du könntest die original so tragen. Genau, deswegen habe ich einmal die Haare mitgebracht und das Familienfoto. Worauf mich dann auch, ich bin auch zum Verwechseln ähnlich mit Schau doch Ron. Hier ist, das ist er. Keine Ahnung, aber weil manche es denken, habe ich das jetzt einfach genommen. Mal gucken, ob ich da... Du meinst Indien? Indien oder Pakistan? Ja, ich habe hier russisch Brot. Und ja, also ich glaube, ich habe was Russisches in mir, deswegen habe ich russisch Brot mitgebracht. Ich bin mir nicht mal sicher, ob es in Russland dieses russisch Brot gibt. Da heißt das nur Brot. Da heißt es nur Brot.
Bist du bereit? Ich bin immer bereit. Okay, Spaß. Zu 61% Naja, hier Deutschland und so. deutschsprachiges Mitteleuropa. Ist ja wohl klar. Da will ich auch hoffen. Ja. Nicht Spaß. Zu 20% Osteuropa und Russland. 9% Schweden. Da wird natürlich nicht geklatscht, ist ja klar. Ne? 6% Norwegen. Ach, die sind auch nochmal getrennt, die Gangster. Und da fehlen noch 4% baltische Staaten. Ja, die dürfen dann natürlich nicht fehlen. Zu 48% ist es der Nahe Osten. Ne, das gibt es Syrien, Saudi-Arabien, Jordanien, Oman, Jemen. Zu 45% Oh, krass. Nordafrika. Ja. Töre. Zu 3% Benin, Togo. What? Weitere 3% Mali. Und 1% Kamerun, Kongo und südliche Bantu. Darf sie auch das N-Wort jetzt sagen? Nur? Nur ja, N-Wort. Ja. 91% Deutsch. deutschsprachiges Mitteleuropa. Man könnte sagen, Hitlers Traum. England, Wales und Nordwesteuropa mit 7% und 2% Schweden. Ach krass, das hätte ich jetzt überhaupt nicht gedacht. Doch, Schweden hat hübsche Frauen. Oh, stop it. Oder Swedish. Bitte sei was Exotisches. Du bist zu 79% aus Iran, Persien. Wer ist da? Und 21% aus Türkei, Armenien. Hätte man auch denken können. Armenien ist aber krass, weil meine beste Freundin ist halb Armenerin und wir haben früher immer allen erzählt, dass wir Cousinen sind, obwohl wir uns null ähnlich sind. Sie sieht halt blond und was weiß ich was aus. Aber wir haben es immer erzählt. Also, wir sind verwandt, Leila. Sie ist heute hier. Ja. Ja, Yunus. Zu 85% Ist auch schon sehr haarig. ist deine DNA aus dem Nahen Osten. Ja. Das ist Ist überraschend. verrückt. Weitere 12% Türkei und Armenien. Weil in diese Region zum Beispiel auch Syrien fällt. Ja, klar. Nee, das Und wird da- wahrscheinlich Syrien sein oder Großsyrien gewesen sein. Und da passt das. Wir machen weiter. Es gibt nämlich noch 2% ja. Iran und Persien. 2%. 1% Nigerien. Nigerien. Nämlich Niger und Nigeria. Darf man mit 1% das N-Wort sagen? Und vielleicht bist du auch über Ecken mit Yassin und Yusuf verwandt, dann noch weiter über Afrika und südzentralafrikanische Jäger und Sammler. Und also da steht jetzt wirklich unter 1%. Ja, was ist denn unter Aber es wird 1%? trotzdem mit aufgelistet. Was ist denn da passiert bei unter 1%? Ja, wahrscheinlich nur irgendwie auf jemanden kurz geschwitzt oder so. Und dann Zu 43% What? deutschsprachiges Mitteleuropa. Nicht mal die Hälfte? Ja, nicht mal die Hälfte. Zu 21% baltische Staaten. Ja, okay. Und da fällt Königsberg auch drunter. Zu weiteren 18% kommen wohl deine Vorfahren aus England, Wales und Nordwesteuropa. Von den Briten Hä? Wer? Also- Oma, was hast du gemacht? 13%. Osteuropa und Russland. Okay. Aber das erstreckt sich so. Das ist so Westen bis Osten. Es geht sogar in noch eine Himmelsrichtung, nämlich nach Norden. 5% Norwegen. Richtig Norwegen auch, ne? Also nicht mal Schweden oder sowas. Da steht jetzt gerade Norwegen. Tja, gut. So deutsch bist du ja gar nicht mehr. Nee, krass, dann bin ich ja wirklich gar nicht mehr so Allmann. Also es ist cool zu wissen, dass es so ist, wie man es vermutet hat. Wie gesagt, meine Familie hat ja auch schon mal versucht, ein bisschen was rauszufinden. Ja, nice. Und mein Bruder, der spricht sogar fließend Schwedisch, weil er da mal ein Auslandsjahr gemacht hat. Er konnte es einfach. Deswegen einfach im Blut. Also jetzt so Togo, Mali und so weiter, hätte ich nie damit gerechnet. Mal ganz ehrlich, letztendlich ist es doch egal, wo wir herkommen. Wir sind alle von einem Planeten.
habe da einen Poetry Slam vorbereitet. Was ist Leben? Vielen Dank, dass ihr zugeschaut habt. Wir fanden es auf jeden Fall sehr spannend, das mal zu machen. Ist für uns, also für mich zumindest, mehr Unterhaltungsfaktor gewesen, als jetzt wirklich zu denken, okay, wo komme ich jetzt genau her? Genau zu diesem Thema hat nämlich hier Valulis was gemacht. Der hat das Ding auch ganz gut zerrissen. Ich glaube, auch andere Leute bei Funk haben zu dem Thema was gemacht. Sehr lustig geworden. Kann ich nur empfehlen, das Video. Wenn ihr mehr über uns ein bisschen erfahren wollt, da gibt es ja noch Q&As. Ne? Da schaltet doch mal rein, haben wir so eine Playlist. Da erfahrt ihr mehr über uns. Und dann, Marcel, was ganz wichtig ist. Ein Abonnement. Ja, und die Glocke, damit ihr immer seht, wenn wir was Neues machen. Das ist ganz wichtig. Wir wollen Teil von eurem Leben sein. Ganz wichtig. Danke.